Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah von Sarah Merk Selbstgenäht und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen Kuschelsack für den Hund selber nähen könnt. Ihr benötigt dazu einen Außenstoff, und zwar habe ich hier einen Jeansstoff mir ausgesucht. Dann für innen einen Vlies, der ist hier so türkis-petrolfarben. Und dann braucht ihr noch ein Innenfutter, eine Flieseline, die ist 2 cm dick. Ich habe euch vor dem Video die Stoffstücke schon zugeschnitten, weil das wird jetzt hier das Video sprengen, wenn ich das live mache. Also die Stoffstücke sind 1 Meter mal 2 Meter groß. Und das Resultat, also der Kuschelsack, sind ja circa 1 Quadratmeter, also mit Nahtzugabe ein bisschen kleiner als 1 Quadratmeter groß. Ich habe euch unten in die Infobox reingeschrieben, welche Maße ihr nehmen müsst, wenn euer Hund kleiner oder größer ist. Da könnt ihr danach schauen. Also wie gesagt, diese Stoffstücke 1 Meter mal 2 Meter. Als erstes müssen wir jetzt den Außenstoff und die Flieseline zusammenstecken. So, dafür müssen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen. So. Dann sucht ihr euch als erstes, also ihr könnt das natürlich, ich habe natürlich jetzt hier keinen Platz, weil ich das gleichzeitig filme. Aber ihr könnt das zum Beispiel auch auf den Boden legen. Und dann könnt ihr euch das schön gerade hinlegen und als erstes den Außenstoff und die Flieseline zusammenlegen. Und zwar, ihr seht es hier, also hier ist die schöne Seite vom Stoff, die legt ihr nach unten und dann legt ihr quasi die Flieseline oben drauf. So. Also seht ihr, Außenstoff, Flieseline und dann nehmt ihr euch Stecknadeln oder diese lustigen Klammern, ich habe jetzt hier nur Stecknadeln im Angebot, und steckt euch das einmal rundherum fest. Ihr müsst jetzt da nicht alle 2 cm eine Stecknadel setzen, also ich mache das meistens erstmal an die Ecken hin und dann nochmal in die Mitte der kurzen Seite und vielleicht an der langen Seite dann 2, 3, 4, kommt drauf an, wie groß euer Kuschelsack ist. So, das mache ich jetzt mal hier und wenn ich fertig bin, geht's weiter. Die Stecknadeln sind alle an ihrem Platz. Ich habe doch ein paar mehr genommen, es ist doch ein recht großer Kuschelsack. So, als nächstes, also so sieht das im Endeffekt dann aus. Unten ist die Flieseline, oben drauf ist dann der Außenstoff. Als nächstes müssen wir jetzt den Außenstoff und die Flieseline zusammen nähen. Ich würde da den Zickzackstich empfehlen, dann versäubert ihr noch so ein bisschen. Also ich habe hier so einen Außenstoff, der seht ihr jetzt vielleicht schon hier, da kommen jetzt schon die Fäden raus. Das kommt ein bisschen auf den Stoff an, den ihr gewählt habt. Also wie gesagt, wenn ihr den Zickzackstich nehmt, dann habt ihr gleichzeitig noch ein bisschen die Kanten versäubert und dann reißt euch das später nicht aus. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Ja, man hätte sich natürlich auch ein kleineres Projekt nehmen können, aber ich wollte euch ja den Kuschelsack erklären. So, wenn jetzt hier so ein bisschen die Flieseline nach außen absteht, ist das nicht so tragisch. Wichtig ist, dass es nicht andersrum aussieht, also dass quasi euer Außenstoff drüber liegt. Das ist nicht so schlau. Deswegen versucht es natürlich so gut wie möglich übereinander, aber lieber guckt unten die Flieseline ein wenig raus. So, dann unter die Nähmaschine, Zickzackstich einstellen. Ich halte immer so ein bisschen die Fäden hinten fest, damit die sich nicht verwickeln. Füßchen runter und los geht's.
So, hier gibt es jetzt einige, die die Nadeln stecken lassen und darüber nähen. Dafür müsste man sie auch andersrum stecken. Das mache ich nicht. Da habe ich mir schon so oft die Nähmaschinennadel abgebrochen. Das können die anderen machen. Was hier sehr gerne passiert, ich habe jetzt hier außen, also der Jeansstoff, der hat so ein leichtes Stretchmaterial. Der passiert natürlich sehr gerne, wenn man jetzt so, das ist ja sehr, sehr lange Stoffstücke, die man da zusammennäht, dass sich dann hier oben, sieht man hoffentlich in der Kamera, dass jetzt der Oberstoff, der Außenstoff quasi über die Flieseline rübergerutscht ist. In dem Fall müsst ihr den Oberstoff ein Stück abschneiden. Ja, also wenn ihr den jetzt irgendwie so schief und krumm, ihr seht es hier schon, ich habe hier schon ein bisschen hässlich das gemacht, dann kriegt ihr da Falten rein und dann wird hinterher der ganze Kuschelsack schief. Also das heißt, jetzt haben wir hier so einen kleinen Streifen, wo es übersteht. Also im Endeffekt ist der Sack jetzt nicht kleiner geworden deswegen, sondern den oberen Stoff hat es halt gedehnt. Und das heißt, ihr müsst hier diesen halben Zentimeter, den solltet ihr einfach abschneiden. Genau. Deswegen werde ich jetzt erst die andere kurze Seite nähen, damit es schön gleichmäßig ist und es dann korrigieren. Außenstoff und Flieseline sind jetzt zusammengenäht. Ich habe jetzt hier extra, damit ihr das sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ein helleres Garn genommen. Normalerweise natürlich eine Garnfarbe wählen, die hier zum Außenstoff passt. Wenn ihr da mal irgendwo etwas unsauber gearbeitet habt, fällt es nicht so auf. Genau, also jetzt haben wir das hier zusammengenäht. Als nächstes geht es jetzt weiter. Jetzt müssen wir den Innenstoff auf den Außenstoff auflegen. Und zwar nehmen wir da die rechte Seite auf die rechte Seite. Also rechte Seite hier blau, Außenstoff. Und beim Vlies, da müsst ihr gucken, Vlies sieht immer von beiden Seiten sehr, sehr ähnlich aus. Eine Seite ist aber meistens etwas rauer und irgendwie auch noch kuscheliger und das ist dann die rechte Seite. Also dann rechte Seite aufeinander legen und wieder einmal rundherum feststecken. Zum Feststecken immer an den Ecken anfangen und je schöner ihr das übereinander steckt, also je ordentlicher, desto einfacher wird es hinterher zu nähen und desto besser sieht es auch aus. Fängt aber schon damit an, je ordentlicher ihr eigentlich die Stücke zuschneidet. Also da echt nicht schlampig sein. Ich arbeite da immer mit so einem Winkel oder ihr könnt auch einfach einen Pappkarton nehmen, also einen flachen Pappkarton und wirklich gerade bei solchen rechtwinkligen Sachen richtig ordentlich ausschneiden, weil sonst ärgert ihr euch hinterher, dass es nicht übereinander passt. Also wie gesagt, rechts auf rechts aufeinander legen und einmal, ihr müsst es diesmal nicht ganz rundherum feststecken, sondern eigentlich nur eine lange Seite, weil wir dann später eine lange Seite zusammennähen. Also wie gesagt, in der Ecke anfangen. Ich würde mir trotzdem alle 4 Ecken einmal feststecken, dass ihr auch seht, ob das alles richtig passt. Aber dann nur eine lange Seite zusammenstecken. Dann nehmen wir jetzt natürlich den Geradstich und nicht mehr den Zickzackstich. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann
sollte das bei euch jetzt so aussehen. Rechte Seite vom Innenstoff, rechte Seite vom Außenstoff und in der Mitte an der langen Seite zusammengenäht. Als nächstes nehmt ihr jetzt hier diese lange Seite und legt sie auf der anderen Seite mit der anderen langen Seite zusammen. Also schaut hier. Hier sind die beiden Teile aneinander genäht und hier auch. Und jetzt müsst ihr das ganz exakt aufeinander legen, weil diesen Teil sieht man nämlich später. Das meiste bei diesem Projekt ist relativ versteckt. Aber hier sieht man natürlich, wenn ich das nicht ordentlich übereinander lege und ordentlich übereinander vernähe, ja, dann sieht es halt blöd aus. Also hier jetzt als erstes die Nadeln reinsetzen, dass das schön auf einer Linie liegt. Da würde ich eins hier auf die Seite vom Außenstoff erstmal eine Nadel und dann eine Nadel in den Innenstoff hinein. So. Und dann. Ja, es ist groß. Und dann hier einmal die lange Seite wieder zustecken bis zur Ecke hin, also bis hierhin. Und dann hier unten noch die kurze Seite zustecken. Und das Ganze machen wir auf beiden Seiten, also Außenstoffseite und hier die Seite vom Innenstoff. So, beim Innenstoff müsst ihr jetzt beachten, also die lange Seite, die wird ganz normal zugesteckt bis zur Ecke. So, und dann haben wir ja hier die kurze Seite vom Innenstoff. Und wir müssen ja später unser Projekt wenden, weil im Moment nähen wir ja alles auf links. Und um das wenden zu können, müssen wir eine Wendeöffnung lassen. Diese Wendeöffnung, die lassen wir hier in der Mitte. Und da müsst ihr auch gar nicht geizen mit eurer Wendeöffnung. Lasst die groß genug, dass da ganz locker euer Arm durchpasst, weil ihr müsst später da durchgreifen. So. Und auf der anderen Seite den Zipfel packen und das Ganze einmal umdrehen. Also ruhig, schaut hier, 20, 30 cm würde ich auf jeden Fall die Wendeöffnung lassen. Also die jetzt auch schon beim Zustecken offen lassen. Jetzt, wenn ihr alles zugesteckt habt, fangt ihr an, in der Mitte zu nähen. Und zwar hier. Also wie gesagt, das ist hier so der einzige knifflige Teil an dem ganzen Projekt, dass das ordentlich ist. Deswegen schön aufeinander legen. Wenn das jetzt hier eurer Nähmaschine zu dick ist, also meine packt das, aber manche Nähmaschinen fangen da so ein bisschen an zu weinen, dann schneidet hier so ein bisschen von der Nahtzugabe vorher weg. Ansonsten solltet ihr jetzt in diese Richtung anfangen zu nähen, weil das ist ja später außen, also der Innenstoff. Ja, der sollte natürlich auch schön sein, aber den sieht hinterher eh keiner. Also auf jeden Fall in die Richtung starten. Schön gucken, dass es auf einer Linie liegt. Wenn es nicht klappt, lieber nochmal aufmachen und nochmal neu machen. Wie gesagt, das ist so der einzige Teil, den man später wirklich sehen kann. Also dann machen wir das mal. Jetzt passiert hier natürlich genau das, was ich am Anfang erklärt habe, dass sich die Flieseline um das Nähfüßchen rumwickelt. Dann müsst ihr immer mal wieder so ein bisschen die da wieder raus befreien. Sonst bleibt euch irgendwann der Fuß da drin stecken. Also einfach immer so ein bisschen wieder rauspopeln oder auch mal mit der Schere abschneiden und gucken, dass das Nähfüßchen oben ist. Ihr könnt euch da auch ein bisschen mit den Fingern das immer vorher runterdrücken, dass es gar nicht erst so hoch kommt. Wir haben jetzt alles zugenäht, außer natürlich hoffentlich unsere Wendeöffnung. Die haben wir hier. So, jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt drehen wir den Kuschelsack um. Ich habe mal da keinen Platz. So, also ihr greift mit eurer Hand hier in diese Wendeöffnung hinein und geht ganz an die andere Seite. Hier an so einen Zipfel.
haltet euch den innen fest und dann einmal auf der anderen Seite durchziehen. So, hier seht ihr, da kommt der Stoff raus. Jetzt vorsichtig, nicht so wild das da durchziehen, sonst reißt ihr euch hier die Nähte wieder kaputt. Also so, und jetzt müsst ihr nochmal durch die Wendeöffnung gehen und dann die Ecken rausarbeiten hier ganz außen. Auch die eine ist schon außen, schaut, alles super. Hier die andere noch, also richtig schön mit dem Finger die Ecke da rausholen. So, und dann dasselbe natürlich, ups, ihr seht mich ja gar nicht, dasselbe mit dem Innenstoff. Also dann hier wieder in die Wendeöffnung und dann hier auch die Ecken rausarbeiten. So. Und hier dasselbe. So, jetzt habt ihr hier natürlich noch die Wendeöffnung, die ist noch offen. So, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt die faule Möglichkeit, die ich natürlich wählen werde. Ihr klappt euch das nach innen um. Also schaut, ihr klappt euch das so nach innen um. Da kann ruhig so, können 2 cm sein und das Ganze auch mit der anderen Seite. Das sieht ihr jetzt natürlich nicht. Also genauso nach innen umklappen und steckt euch das erstmal zusammen. Und in der Zeit, wo es euch zusammensteckt, das machen wir jetzt hier mal gemeinschaftlich. Also steckt euch das hier fest. So, und in der Zeit, wo ihr euch das feststeckt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr faul seid, so wie ich, oder ob ihr das ganz, ganz ordentlich machen wollt. Dann gibt es nämlich 2 verschiedene Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit, die wir jetzt gleich machen werden hier zusammen, ist, dass ihr einfach, dass ihr das einfach einmal hier absteppt mit der Nähmaschine, also einfach eine Naht drüber setzt. Die aufwendigere, aber natürlich schönere Variante ist es mit der Hand zu vernähen, mit dem Matratzenstich oder Zauberstich. Den werde ich jetzt hier nicht erklären, dafür gibt es genug andere Videos. Aber dann würde man die Naht nicht sehen. Also das dürft ihr selber entscheiden. Ich entscheide mich für die Nähmaschine. Da ist natürlich jetzt auch das weiße Garn völlig, da würde ich jetzt auf jeden Fall, wenn das jetzt ein Kundenprojekt wäre oder wenn ich das verschenken wollte oder irgendwas, würde ich auf jeden Fall natürlich nicht weißes Garn nehmen, sondern in dem Fall dann türkisfarbenes oder petrolfarbenes. Aber das ist jetzt ja nur zum Zeigen, wie es geht. Also dann einfach relativ knappkantig, also so füßchenbreit würde ich das dann absteppen. Ja, tatsächlich sieht man die Naht überhaupt nicht. Also es wäre eigentlich doch egal, weil der Fließstoff hat jetzt total die Naht quasi verschluckt. Also man sieht gar nicht, dass ich weiß genommen habe. Aber das kann natürlich bei eurem Stoff anders sein.
und jetzt ist es eigentlich schon so gut wie fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Innenstoff in den Außenstoff hineinstecken. Ich drehe euch das mal, dass ihr es seht. Also jetzt haben wir hier so einen schönen großen Sack gebaut. Und da stecken wir jetzt den Innenstoff hinein. Am besten schnappt ihr euch da wieder so eine Ecke und sucht im Außenstoff. Na, das war die falsche Ecke. Ja, auf jeden Fall schiebt ihr das da rein. Ich muss das mal schütteln. So, da bin ich wieder. Jetzt. So. Jetzt halte ich das mal in die Kamera. Also jetzt habt ihr hier den Innenstoff. Außen den Jeansstoff. So, da kann der Hund jetzt später reinkriechen. Und damit das noch ein bisschen schicker aussieht, können wir das jetzt noch umklappen vorne. Also das muss man nicht, aber ich finde es ganz hübsch. So, und fertig ist euer Projekt, euer Kuschelsack.